In diesem Video geht es um die Eintragung in eine Gruppe mittels der sogenannten WebRec-Funktion. WebRec ist dabei der Name für ein älteres, im Fachbereich Informatik sehr gut etabliertes Anmeldesystem zur webbasierten Registrierung, daher WebRec. WebRec-Eintragungen sind innerhalb des Kurses an den 3 stilisierten braunen Figuren zu erkennen. Im Unterschied zur direkten Eintragung bietet WebRec mehrere Vorteile. Erstens: Solange Sie sich innerhalb der Frist beteiligen, haben Sie keine Vor- oder Nachteile durch eine besonders frühe oder späte Teilnahme. Insbesondere heißt das, Sie haben keinen Nachteil, wenn Sie nicht die erste Person sind. Zweitens: Sie können in aller Regel direkt eine Gruppe von Freundinnen mit angeben, mit denen Sie in jedem Fall zusammenbleiben möchten. Das wird dann bei der Verteilung berücksichtigt. Und drittens: Sie können meist mehrere Termine als Wunschtermin angeben und einen oder mehrere als Ausschlusstermin definieren. Es gibt allerdings auch Nachteile. Erstens: Das Verfahren ist für die Lehrenden etwas komplexer aufzusetzen und zu nutzen. Und zweitens: Studierende werden gerne von einem Detail verwirrt, den sogenannten äquivalenten Gruppen. Darauf gehe ich dann gleich ein. Starten wir nun die WebRec-Gruppenauswahl, indem wir das entsprechende Element anklicken. In dieser Fassung haben wir die Option, 2 Favoriten auszuwählen, das heißt 2 Gruppen, in denen wir möglichst gerne wären, sowie eine Niete, einen Ausschlusstermin. Bei größeren Veranstaltungen kann es sein, dass ich mehr als 2 Favoriten und mehr als eine Niete angeben kann. Wie in der Erklärung steht, werden Favoriten bei der Zuteilung priorisiert, während Nieten entsprechend ausgeschlossen werden. Achtung! Hier gibt es 2 Stolpersteine. Erstens: Termine bzw. Gruppen mit gleichem Termin werden vom System als äquivalent betrachtet. Wenn ich also sage, ich hätte am liebsten diese Gruppe Dienstag 13:30 und diese Gruppe 13:30, beide am gleichen Termin, also gleiche Kombination von Wochentag und Uhrzeit, dann betrachtet das System das effektiv als einen einzigen Wunsch, weil beide äquivalent sind. Es bringt also keinen Mehrwert, wenn ich mehrere Favoriten mit dem gleichen Termin wähle. Es ist sogar eher von Nachteil, weil ich damit nur einen konkreten Wunsch genutzt habe. Besser ist also, wenn ich zum Beispiel noch den Mittwoch 13:30 Termin nehme. Nun habe ich 2 verschiedene Wünsche geäußert. Zweiter Stolperstein: Durch die Angabe hier oben, Dienstag 13:30 in Raum 11, habe ich effektiv aus Sicht des Systems einen Termin gewählt, nicht die konkrete Gruppe. Das heißt, es macht für das System keinen Unterschied, ob ich in Raum 11 oder in Raum 10 zugeteilt werde. Beide sind äquivalent, da es um den Termin geht, nicht um den konkreten Raum. Ist also keine direkte Personenwahl. Ich möchte in die Gruppe A, nicht B, sondern ich möchte in den Termin, den sich Gruppe A und B teilen. Das ist wichtig zu berücksichtigen. Dennoch achtet das System darauf, wenn Sie Freunde mit angeben, dass Sie mit den Freunden entsprechend zusammen in einer Gruppe sind. Also wählen wir noch einen Ausschlusstermin, Freitag 13:30, finde ich ein bisschen fies, da habe ich eine Sportveranstaltung. Hier unten kann ich die Benutzernamen, konkret sind das die TU-IDs meiner Freunde, mit angeben, wenn ich mich mit anderen zusammen anmelden möchte. Ich möchte unbedingt mit dem Nutzer mit dem Nutzernamen Teststud2 und Teststud3 beispielsweise in einer Gruppe sein und klicke jetzt, wenn ich fertig bin, auf meine Auswahl speichern. Vorher noch mal kurz checken. Ich habe verschiedene Termine gewählt. Meine Niete ist keiner meiner Wunschtermine. Ja, das passt alles. Nein, es passt nicht alles. Ich bekomme eine Warnung. Meine beiden Freunde Teststud2 und Teststud3 haben sich bereits für eine andere Gruppe registriert und müssten ihre bisherige Auswahl löschen. Normalerweise sollte das nicht passieren. Hier liegt es einfach daran, dass das natürlich Teststudenten-Accounts sind, die effektiv keine echten Personen sind. Ich ändere das in Teststud 4 und 5 ab. Die dürften noch keine Zuteilung haben. Und ja, jetzt hat er das entsprechend vermerkt, dass ich mit denen zusammen sein möchte. Generell, wenn Ihnen das passiert, dann reden Sie mit der betroffenen Person, mit wem sie sich schon eingetragen hat. Achten Sie darauf, wenn Sie sich als Gruppe anmelden, meldet sich nur eine Person an und trägt die anderen mit ein.
Wenn Fred mit Elisabeth und Martina eine Gruppe bilden möchte und Martina hat Elisabeth und Fred bereits mit eingetragen, dann können sich weder Fred noch Elisabeth selber nochmal eintragen. Sie haben auch die Option, die Auswahl zu entfernen, wenn Sie feststellen, dass Sie sich vertan haben oder Ihre Freunde sagen, nee, halt mal, so wollten wir das nicht. Oder aber einen anderen Termin sich hier zu wünschen, zum Beispiel Donnerstag 8 Uhr oder Mittwoch 13:30 Uhr, weil einer Ihrer Freunde gesagt hat, warte mal, Dienstagmittag geht doch nicht bei mir. Auch dann sagen Sie bitte am Ende hier speichern. Nach dem Speichern wird also hier oben nochmal angezeigt, welche Option Sie konkret gewählt haben und mit wem Sie sich zusammen eingetragen haben. Und innerhalb der Frist haben Sie, wie gesagt, hier unten noch die Option, den Auswahl zu entfernen oder aber zu speichern. Und das war es im Prinzip auch schon. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis die Zuteilung durch den Veranstalter erfolgt. Sie sollte nun erfolgt sein. Wenn ich die Aktivität nun neu öffne, sehen wir, ich wurde einer Gruppe zugewiesen, und zwar der Gruppe Mittwoch 13:30 Uhr. Ich hatte mir zwar eigentlich Donnerstag 8 Uhr gewünscht, aber die Gruppe ist anscheinend schon voll. Da haben wir nicht mehr reingepasst zu dritt. Und daher habe ich meinen Zweitwunsch in diesem Fall bekommen. Ich sehe hier angezeigt, was meine Auswahl war. Also ich wollte Donnerstag 8 Uhr in Raum 11 oder Mittwoch 13:30 Uhr in Raum 25. Und ich wollte auf keinen Fall Freitag 13:30 Uhr. Und mit wem habe ich mich angemeldet? Test F bin ich selbst. Test D und Test E sind meine beiden Freunde. Und hier unten steht noch, diese Aktivität wurde am Datum und Uhrzeit geschlossen und ist nicht mehr verfügbar. Ich kann jetzt also hier nichts mehr machen. Und das war es aus Ihrer Sicht schon mit der Gruppenzuteilung. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind nun in einer Gruppe eingetragen.